Daniel Kübelberg ist tot? Davon gehen Experten mittlerweile zu 100% aus. Der Sänger hätte nicht länger als einen Tag in dem bitterkalten Wasser überleben können. Bis heute fehlt von Daniel jede Spur. Der DSDS-Star soll jetzt für tot erklärt werden. Noch immer fragen sich seine Angehörigen, warum Daniel seinem Leben offenbar ein Ende setzen wollte. Daniels Probleme fingen schon früher in seiner Kindheit an. Daniel Kübelberg war für die meisten Menschen wohl nur ein kurioser Paradiesvogel. Ein junger Mann, der versuchte, anderen mit Hilfe seiner Musik ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Doch es scheint, als habe kaum jemand den wahren Daniel Kübelberg gekannt. Der Sänger wollte den Mann mit der gebrochenen Seele verbergen und fasste einen drastischen Entschluss, seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Frage nach dem Warum bleibt. Daniels Probleme fingen offenbar schon in seiner Kindheit an. Im August 1985 wurde der Sänger geboren. Er war ein superliebes Kind und ein Sonnenschein, erzählte Vater Günther Kübelberg im Interview mit Bild. Daniel sei ein Mensch gewesen, der stets eine positive Ausstrahlung auf andere gehabt habe. In jungen Jahren trennten sich die Eltern. Daniel zog mit seiner Mutter Bianca und den beiden Geschwistern auf einem Hof. Daniels Bezugspersonen hätten in seiner Kindheit ständig gewechselt. Insgesamt soll der Künstler 7 Stiefväter gehabt haben. Einer davon packte im Interview aus, Kübelbergs Ersatzpapas hätten zu viel getrunken. Hat Daniel schon früh gelernt, seine wahren Gefühle zu verbergen? Möglich. Daniel ist immer lustig gewesen. Wenn ein Geburtstag gewesen ist, hat er alle unterhalten, beschreibt ein Weggefährte den DSDS-Star in jungen Jahren. Der Entertainer soll außerdem früh mit Gewalt in Kontakt gekommen sein. Daniels Mutter hat sich dazu nicht geäußert. Glaubt man den Augenzeugen, die mit der Bild-Zeitung gesprochen haben, habe sich der Vater von Daniel erst wieder regelmäßig gemeldet, nachdem sein Sohn berühmt geworden war. Da war er plötzlich stolz auf den Jungen. Er wollte einfach nur geliebt werden, soll Daniel Drag Queen Olivia Jones im Vertrauen erzählt haben. Die beiden sollen eine enge Freundschaft gehabt haben. Sie war seine starke Schulter. Daniel berichtete ihr von den fragwürdigen Erziehungsmethoden seiner Mutter Bianca. Daniel habe kein großes Selbstbewusstsein gehabt. Die Unsicherheit und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, manifestierte sich als kleines Kind in seiner Seele und begleitete ihn sein ganzes Leben. Außerdem starb Daniels Bruder in jungen Jahren, zu seiner Schwester hatte der Sänger kaum Kontakt. Auch sein Vater habe Daniel nie zu 100% unterstützt. Günther Kübelberg stellt die Beziehung zu seinem Sohn heute ganz anders dar. Die Wahrheit kennt wohl nur Daniel Kübelberg selbst.